Guten Abend, Bambi und Luise. Guten Abend, Jules. Bambi lag gerade noch bei mir und hat mich aber betrogen Ja, sie will mit lieber dir. auf meinem Schoß sitzen. Ja, Ja, heute sind Frechheit. wir 2,5 Megapixel zum Ja, ersten Mal. Nee, das stimmt nicht. nee. Folge 2, da hatte ich Bambi auch schon ein paar Minütchen auf dem Schoß. Mhm. Deswegen, ja. Okay, sie sucht eine neue Position. Falls ihr Bambi sehen wollt, einmal bei YouTube vorbeischauen. Ansonsten vielleicht sagt sie auch noch was. Bambi ist auch am heutigen Thema sehr interessiert. Das denke ich auch. Postproduktion. Ja. Wollen wir es so nennen? Ja, vielleicht auch so Workflow. Post-Workflow. Hm. Auf jeden Fall geht es darum, alles, was nach dem Shooting passiert. Und auch, obwohl vielleicht, wenn man es Workflow nennt, ist ja auch schon während des Shootings wichtig, dass man alles in Ordnung hält. Ja, Die Daten und die Folders und den das ist Computer. korrekt. Ja, und ich bin immer richtig interessiert, wie andere Leute so ihre Ordnerstruktur machen und generell auch, wie sie Capture One bedienen, Lightroom bedienen und so weiter. Mhm. Deswegen bin ich heute wirklich sehr gespannt, wie du das alles regelst. Das ist ganz geil, weil ich denke eigentlich, ich habe die beste Ordnerstruktur. Denkst du nicht? Oder Doch. denkst du, okay, Nee, aber also nicht ernst jetzt, aber ich habe mir noch nicht, also ich finde es auch interessant, wie andere Leute ihren Computer organisieren, ob sie ihn überhaupt organisieren und vor allem auch ihre Files sortieren und auch, ja, ihr Workflow auch tatsächlich, ja. Haben wir auch schon sehr oft im Studio hier drüber gesprochen, wie jeder von uns unterschiedlich arbeitet. Und da haben wir gedacht, machen wir heute mal eine kleine Folge drüber. eine kleine Folge machen wir drüber. Ich finde es auch wichtig, sich dahingehend so ein bisschen auszutauschen. Ja, Also ich auf jeden glaube, Fall. Man lernt auch immer viel dazu noch. ja, und vor allem, wenn man noch mit anderen Leuten zusammenarbeitet, wie du auch viel mit Digi hier, Assistenz dort, angestellten Personen, ja, dann muss das ja auch alles irgendwie verständlich sein, sodass nicht Ja, nur den Durchblick hast, sondern dann halt auch dritte Person. ja, Aber auch wenn man für sich selber eine Struktur schon hat, also hat man ja irgendwie immer in seinem Chaos, ist ja immer sollte eine Struktur man. drin. Aber auch da kann man sich, glaube ich, immer noch verbessern, außer man ist Jules Essig. Dann Nee, das war ein Spaß. ich Also weiß. selbst ich habe eine große Liste an Sachen, die ich gerne besser machen würde. Und ich war jetzt vor kurzem, habe ich mal wieder die Chance genutzt und habe im Flieger, wo man kein Internet hat, meinen Computer aufgeräumt. Jetzt ist wieder top gerade. Kleiner Lifehack. Bis ich dann in 3 Monaten wieder meinen Desktop voller Screenshots Ja, habe. ist gerade bei mir so, ehrlich gesagt. Ich habe mir das zwischen den Jahren vorgenommen, einmal alles aufzuräumen, zu sortieren. Mhm. Ich habe es nicht gemacht. Ja, Und das Flieger steht. und Zug ist sehr gut Mhm. dafür, wenn man kein Netz hat. Ich finde wirklich, also es ist ein Lifehack, gerade die Zeit zu nutzen, wo du halt wirklich nicht abgelenkt bist durch Mails, die reinkommen, durch das Internet generell, einfach mal richtig klar Schiff zu Ja, wenn machen. man Bock drauf hat, ne? Ja. Danach, also ich finde, man hat nie so richtig Bock Das ist drauf. das Problem, ja. Genau, aber danach, wie beim Putzen Ja, generell, das stimmt, denkt ja. man sich so, oh, ein Glück Ja. habe ich das gemacht. Ich musste heute auch wieder meinen Pass raussuchen und jemandem schicken, meine Hm. Kopie, und habe ihn auf Anhieb gefunden, weil Sehr ich gut. meinen Computer aufgeräumt habe. Ja, Toll. ja. Ja, wo wollen wir denn jetzt starten eigentlich? Ich würde sagen, wir starten mal bei dem Shooting an sich, wie man da vielleicht am besten eine Ordnung reinbringt in seine Daten, was man auch vielleicht nicht machen sollte. Ich finde, da gibt es schon so ein paar Regeln, die man einhalten kann, um auch Mhm. einfach professionell zu sein. Ich kann ja einfach mal anfangen. Also ich finde zum Beispiel, ähm, bin ein großer Fan, wenn man ein Shooting hat, einen Job hat und nicht alles in einen Ordner schießt. Okay, Das und ist das was. machst du direkt in Capture One. Genau. Also Genau. es gibt ja Capture One, das kennen die Profis eher, und es gibt Lightroom, das nutzen viele, auch Profis, also ja, ist jetzt die Nee. Definition, was sind Profis, aber in der industriellen Fotografie würde ich es jetzt mal nennen, wird ausschließlich Capture One benutzt. Ja, aber auch Lightroom generell. Also zum Beispiel Sony wird ja gar nicht unterstützt für Ah, Tethering. von Also Lightroom? Ah, geht okay. nicht. Und ich habe jetzt auch nicht so viel Gutes gehört mit Canon und Lightroom Tethering. Also ich Ja, glaube, wenn es es ums gibt ganz Tethern geht, wenig. Capture One auf jeden Ja. Fall. Da gibt es keinen Weg dran vorbei, würde ich auch sagen. Hm. Wenn es um
Looks bauen geht und um Bildlook und Bildgestaltung, whatever, da sind viele auch immer noch bei Lightroom und muss ich auch sagen, nutze ich auch immer noch ab und zu Lightroom. Ich auch. So, weil da ist einfach Lightroom intuitiver und irgendwie auch schöner. Keiner kann es so richtig beschreiben. Ich glaube, es hat mal mir mal jemand erklärt, aber ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Ja. Aber Und das ist immer, was man so hört. Irgendwie ist es in Lightroom schöner alles. ja. Aber bleiben wir noch bei Capture One. Ja. Du fotografierst während du fotografierst, in den Computer, in Capture One und Ja. legst da eine Ordnerstruktur fest. Genau, also man erstellt eine Session, nennt man das, Sitzung auf Deutsch, aber alle sagen Session. Meistens dann der Digi-Operator, der am Computer steht und die Daten in Ordnung hält, sage ich mal, auch die Backups macht. Der oder sie kümmert sich sozusagen darum oder ist verantwortlich dafür auch, dass die Daten gebackupt sind, dass auf verschiedenen Festplatten Dinge sind. Und da ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass da alles seine Ordnung hat und dass auch jeder, der die Festplatte dann nach dem Shooting bekommt, schnell einen Überblick bekommt über die Motive, über die Bilder, über eine Auswahl, was auch immer. Und wenn ich ein Shooting habe, dann verbinde ich meine Kamera mit einem Kabel, mit dem Computer und dann wird jedes Foto, was ich fotografiere, direkt im Computer gespeichert. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Manche Kunden geben das auch vor, wie man eine Ordnerstruktur zum Beispiel zu gestalten hat. Ganz oft ist das bei E-Com-Brands, nennt man das, also zum Beispiel jetzt so Brands wie Zalando, About You, diese großen Otto, da gibt es dann vorgegebene Ordnerstrukturen, wie die Ordner auch heißen müssen. Zum Beispiel? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also manchmal sind es Motiv, dann Geschlecht von der Klamotte, Größe der Klamotte. Also das fließt alles, das fließt alles teilweise in die Benennung der Daten und in die Benennung der Ordner ein, weil diese Daten dann sofort, nachdem sie geschossen wurden, auf einen Server geladen wurden und dort von der Server-Software auch gelesen werden können. Und wenn du dann sozusagen genau die Ordnerstruktur immer beibehältst, kann die Software, was auch immer das für eine ist, genau sehen, okay, da geht es jetzt um eine rote Hose, die für Frauen ist, in Größe M, und ich muss die nur da zuordnen. Dann wird die auch im Online-Shop oft schon direkt mit dem Tag Rot, mit dem Tag Frau und mit dem Tag Buntfaltenhose verknüpft, wenn das in der Benennung schon drin ist. Und da ist es natürlich bei so vielen Millionen Bildern, die solche Firmen produzieren, unfassbar wichtig, genau die Ordnung zu halten. Ja. So. Genau, aber nicht jeder Job ist ja so aufwendig wie jetzt so ein E-Com-Job. Das ist meistens bei E-Com so. Bei normalen Jobs kann man sich das auch relativ gut selber überlegen. Da ist es dann manchmal, also das ist auch immer sehr individuell. Manchmal ist es einfach Motiv 1, 2, 3, 4 der Ordner, wo die dann reingeschossen werden. Manchmal sind es auch Locations. Da ist es dann zum Beispiel Location See, Location Haus. Das kann man sich immer, machst du ja wahrscheinlich auch ähnlich. Manchmal macht man es auch nach Outfits, manchmal macht man es vielleicht auch nach Modelname, die Sortierung. Aber man sollte sich auf eins fokussieren und nicht einmal da Location und dann heißt der nächste Ordner so wie das Model zum Beispiel. Das ist ein bisschen verwirrend, glaube ich, dann. Ja, voll. Genau, also was ich mache, ist, wenn es mehrere Personen gibt, auf jeden Fall für jede Person einen eigenen Ordner. Weil ich das ja sonst im Nachhinein, also man muss sowieso trennen und das erspart Arbeit. Ja. Und was ich aber auch sagen muss, wenn man alleine fotografiert und jetzt kein Digi dabei hat, dann fällt es mir viel schwerer, nochmal spezifischer zu strukturieren, Ordner zu machen und so weiter. Dann gibt es auch Shootings, wo ich wirklich alles einfach in einen Ordner fotografiere. Auch, auf jeden Fall. Ja. Also muss jetzt nicht immer sein, aber vor allem jetzt bei einem letzten Job, den ich hatte, da waren erst Einzelporträts, dann Gruppenporträts und so weiter. Und da war es so gut, dass einfach schon während des Shootings alles fertig war und ich die RAWs abgeben konnte. Und in dem Fall musste ich die auch nicht selber bearbeiten. Und ja, das hat dann nochmal so viel Arbeit erspart, das einfach direkt in Capture One zu trennen. Okay, ich shoote jetzt jemand neuen und dann den neuen Ordner du hast es dann auszuwählen. getrennt, okay, nicht in einen Ordner geschossen. Nee. Ja. Ich wollte gerade sagen, also selbst wenn ich mache das ja natürlich auch ab und zu, dass ich in einen Ordner schieße. Das ist natürlich auch Luxus, einen Digi-Operator am Set zu haben oder einen Assistenten allgemein, der diese Sachen dann erledigt. Bei großen Shootings ist es nun mal normal, dass das passiert, dass da jemand dabei ist. Bei kleineren Sachen, auch wenn ich freie Arbeiten mache und niemanden dabei habe, dann shoote ich das auch in einen Ordner oder mache mal in der Pause irgendwie einen neuen Ordner oder sowas. Also das ist auch völlig in Ordnung. Aber da würde ich dann zum Beispiel schon wieder zu der Benennung kommen von den Dateien, weil da ist es dann auch wichtig.
dass man die Bilder benennt. Machst du Ja. das, wenn du reinshootst? Also das heißt dann, hast du die. Nee, also beziehungsweise es gab schon Shootings, wo ich es ändern musste, auch vom Kunden vorgegeben, Mhm. dass direkt schon ein gewisser Name in der Datei ist, eine gewisse Nummer und so weiter. Ja. Aber sonst benenne ich es ehrlich gesagt nicht um. Gar Sollte ich nicht. wahrscheinlich machen. Also, Also deine dann, Bilder heißen dann so, wie sie aus der Kamera rauskommen, oder? genau, mit Okay. den Dateinummern, die ich auch auf jeden Fall beibehalte während des ganzen Mhm. Bearbeitungsprozesses. Aber dann zum Ende hin, die Finalen exportiere ich natürlich ganz ausgewählt, aber da kommen wir dann später zu. Aber noch Und eine die benennst du Frage, dann um? Also, wenn du die dann ganz zum Schluss. exportierst und ein JPEG am Ende hast, benennst du das JPEG dann um? Genau, obwohl die Nummer immer noch drin bleibt, weil wir Okay. das Thema auch gestern kurz hatten. Weil das ist nämlich, da wollte ich jetzt nochmal kurz anknüpfen, weil das ist, finde ich, super wichtig, dass du nicht, das sage ich auch immer meinen Leuten, das RAW und das exportierte Bild zumindest so weit ähnlich heißen, dass man sie immer wieder zusammenfinden kann. Dass, wenn ich ein JPEG habe und das RAW dazu suche, dass ich das auch finde. Ja. Weil wenn das RAW 001 heißt oder Baum 001 und das JPEG heißt Blatt 002, findest du nie wieder das RAW dazu. Deswegen mache ich es immer so, dass ich schon während des Shooting die RAWs so benenne, wie sie auch final in JPEG heißen. Und deswegen habe ich auch nachgefragt, ob du es im Nachhinein machst. Das hat natürlich auch einen Search, also SEO-Grund, dass man das macht. Ja. Dass man zum Beispiel seinen Namen, seinen Fotografennamen in die Dateibenennung mit aufnimmt, dass man vielleicht den Kunden auch mit aufnimmt, dass wenn Menschen im Internet nach deinem Namen suchen oder nach der Brand, dass dann deine Bilder unter Umständen auch kommen. Und das machst du direkt, während du fotografierst schon. Gibst diesen Namen komplett ein. Ja. Ah ja, spannend. Das könnte ich eigentlich auch mal machen. Das würde ja eigentlich keinen Unterschied machen jetzt für mich, aber einmal mehr dann ist es direkt Vorbereitung und dann ist es aber von Anfang bis Ende durch. Da musst du da gar keine Gedanken mehr drüber Ja, voll machen. gut. Ja. So. Ja, Und zum Glück reden wir hier. Auch das ist jetzt ein ziemlicher Nerd-Tipp, aber der ist ziemlich cool, habe ich auch lange nicht gewusst. Ich habe früher immer meine Dateien mit Unterstrich benannt. Also zum Beispiel Jules Essig Kunde. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Google interpretiert aber einen Unterstrich als Text, also nicht als Leerzeichen. Das heißt, für Google sieht das aus wie ein Wort. Also Google kann dann nicht unterscheiden zwischen Jules und Essig, was es aber sollte, dass es Vor- und Nachname ist. Wenn du einen Bindestrich benutzt, erkennt Google das als Trennung. Ach, das heißt, wenn du Jules Essig Kunde, dann checkt Google, das sind 3 Wörter, die unabhängig voneinander funktionieren. Und das ist sehr gut für SEO, für Search Engine Optimizing, wie man es nennt. Habe ich auch lange nicht gewusst. Seitdem benutze ich Bindestriche statt Unterstriche. Ja, ein Glück, ich habe es intuitiv richtig gemacht. Ich benutze immer Bindestriche, okay, aber ich wusste nicht, dass das andere wird anders gelesen von der Suchmaschine. Okay, ja, good to know. Ja. Und shootest du manchmal auch nur in die Kamera? Ohne? Ja, okay. Klar. Also wenn es freie Sachen sind, wo auch kein Budget für einen Assistenten dabei ist oder wo man das auch einfach nicht ausgeben möchte, dass jemand dabei ist und das ganze Zeug erledigt. Kostet ja auch alles Geld. Auch Ja, bei du freien könntest es aber Projekten. trotzdem selber, also mache ich auch manchmal. Du kannst dann halt nicht nebenbei natürlich alles backuppen und Schärfe kontrollieren und dann muss man natürlich das ein bisschen anders betrachten, aber trotzdem ist es eine schöne Vorschau für den Kunden oder die Kundin. Ja, also ich würde sagen, es ist super, super abhängig von dem Shooting oder von dem Job, den man macht. Wenn du auf einer Veranstaltung rumrennst, dann kannst du natürlich dir nicht einen Laptop an den Rücken schnallen mit einem Kabel. Das wäre natürlich total bescheuert. Und dann shootet man eben auf Karte und importiert die Karten. Ich habe auch schon ganz viele Jobs gemacht, wo es einfach nicht möglich ist, einen Rechner mitzunehmen oder dass diese Kamerakabel-Rechnerverbindung zu haben. Dann shootet man auf Karte logischerweise und gibt die Karten dann dem Digi-Operator und der importiert die für einen. Also wenn man zum Beispiel mitten in den Bergen ist und shootet und vielleicht irgendwie oder sich auf dem Auto, auf dem Transporter hinten drauf sitzt und Fotos macht, dann ist es natürlich nicht möglich, da jetzt noch einen Laptop mitzunehmen oft. Und das sind dann Situationen, da shootet man dann eben auf Karte und importiert dann die Karten rein. Und shootest du dann auf 2 SD-Karten? Nee. Nee, machst du nicht. Nee. Versuche ich ja immer, wenn ich es machen muss. Und dann so JPEG RAW oder? Nee, beides RAW. Einfach Backup, falls irgendeine Karte mal kaputt gehen sollte, was mir ein Glück, toi toi toi, wirklich noch nie passiert ist, dass irgendeine SD-Karte nicht mehr funktioniert hat.
Also du shootest dann auf Karte, hast 2 Karten in der Kamera und auf beiden Karten ist genau das Gleiche Ist drauf. genau das Gleiche. Ja. Ist Habe ich noch halt, nie, ich wusste nicht mal, dass das geht, ehrlich ja gesagt. doch, simultane Aufnahme. Ja. Du kannst auch einstellen, also jetzt bei meiner Sony-Kamera ist es so, du kannst erst auf der ersten Karte shooten, wenn Mhm. die voll ist, automatisch auf die zweite. Oder du kannst auch Foto und Video trennen. Mhm. Auf Karte 1 Ja, hast das du dann wusste ich, alle. ja. Genau, Ja. das ist manchmal auch ganz praktisch, wenn man Ja, das würde wechseln ich auch muss. dann nutzen, ja. Genau, oder du sagst wirklich simultane Aufnahme und alles, was auf Karte 1 landet, ist identisch auf Karte 2. Aber dann hat die Kamera ja auch wahrscheinlich einen langsameren Ja, das stimmt. Schreibgeschwindigkeit, ne? Genau. Ja. Was teilweise aber nicht schlimm ist, weil die sind schon schnell, die Kameras. Also du kannst Okay, trotzdem. dann jetzt die Quizfrage aller Quizfragen. Ist dir jemals eine Karte kaputt gegangen? Nee, habe ich ja schon gesagt. Ist Ja. mir nie kaputt gegangen. Ja. Aber vielleicht kommt es doch irgendwann mal vor und dann bin ich froh. Ich meine, wenn ich in den Computer schieße, Ja, why dann not? Kostet ist ja es nix. egal. Ja. So, aber gerade, ich habe damals auch Hochzeiten fotografiert. Ich hatte da wirklich immer so Respekt vor, Mhm. weil ich diesen Tag halt auf gar keinen Fall rekreieren klar. kann. Ja. Und dann lieber simultane Aufnahme, doppelt gespeichert und ich bin einfach fein Das raus. ist ja auch Worst Case. Daten Ja. verlieren ist das, also das ist das Schlimmste, was passieren kann, Ja. dass die Daten weg sind und nicht gebackupt. Ja. Auf jedem Shooting, bei jedem Thema, bei jedem Job. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, Ja. wenn die Daten weg sind. Ist dir das schon mal passiert? Tatsächlich ist es mir einmal, da war ich noch ganz jung passiert, da habe ich ein Konzert fotografiert, weil ich habe die Band angeschrieben, meinte so, hey, darf ich, Mhm. ich fahre nach München extra auf eigene Kosten, dass ich euch fotografieren darf. Die meinen so, ja, mach halt, aber wir können dir ja nichts zahlen. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Kuchen, so. Wie ein Hab da Kuchen. fotografiert und und mir ist dann die Karte aus der Jackentasche gefallen, während ich da irgendwie auf der Bühne rumgeklettert bin und ist in so einen Sandboden gefallen und ich habe die halt nie wieder gefunden. Und dann waren halt die besten Bilder nicht da und nur so ein Viertel der Motive. Und tatsächlich ist es mir einmal, also tatsächlich verloren Daten habe ich noch nicht, aber mir ist es zum Beispiel vor kurzem passiert. Kann ich natürlich jetzt nicht sagen, welcher Job das war. Kein Problem. Da hat mein Digi keine Karte, also die Karte aus der Kamera rausgenommen, aber nicht eine neue reingemacht. Und ich habe einfach die Kamera auf den Tisch genommen, ohne nochmal zu checken, ob eine Karte wirklich drin ist, habe ein Motiv geschossen und habe halt nicht gecheckt, dass da keine Karte drin ist. Krass, ich finde das schon Und auffällig, wenn das so blinkt und ja, ich habe es orange, halt no nicht card. gecheckt. Ich war einfach in Im einem Tunnel Modus, und ja, habe da okay, verstehe ich. fotografiert und es waren 5 Minuten, alles musste schnell gehen. Ich habe das schnell also wirklich, es war auch ein Riesenset mit so Gartenbau und also wirklich crazy. Hinten in die Bäume haben sie irgendwelche Blumen gesteckt, dass es nach Frühling aussieht und so. Ich habe geshootet, mein so, hey, danke, alles cool, ciao. Und alle sind gegangen und dann bin ich zum Digi und meinte so, hi, und war halt keine Karte drin. Und dann bin ich ganz schnell zur Produktion, habe gesagt, hey, wir müssen nochmal das Motiv schießen, schnell, schnell, schnell. Dann haben sie schon mal schnell das Model geholt, nochmal umgezogen, nochmal schnell die Blumen in den Garten gesteckt. Ich habe das nochmal geshootet und habe es hinbekommen, dass keiner davon mitbekommen hat. Ja. Und so sollte es natürlich auch sein. Ja. Es wäre komplett falsch gewesen, dass ich dann zum Kunden renne und sage, ich habe es nicht mehr geschafft oder irgendwas ist kaputt gegangen. Oder auch, was ich ganz schlimm finde, jemandem anders die Schuld zu geben. Also, das geht nicht, ja. das sage ich auch immer wieder allen Assistenten, allen Praktikanten von mir. Ich bin verantwortlich und wenn du Scheiße baust, bin ich verantwortlich dafür. Und ich gebe dir nicht, also natürlich, ich gebe das Feedback dann an dich weiter, aber ich würde niemals jemandem in die Pfanne hauen am Set. So, das ist meine Verantwortung. Aber lass uns mal bei nach dem Shooting bleiben. So richtig Daten verloren durch kaputte Festplatten, durch kaputte Karten habe ich noch nicht. Nee, das ist mir noch nicht passiert. Das bleibt auch so. Hoffentlich, ja. Also es gibt schon Geschichten, die ich kenne, auch von Kollegen, wo dann mal ein Motiv verloren ist, weil eine Karte geformatiert wurde aus Versehen oder sowas. Ja. Weil Das man kein passiert System hat auch. oder so richtig. System ist halt sehr wichtig, vor allem beim Shooten und wenn man im Stress ist, dass man trotzdem ruhig bleibt und sein System durchzieht und sich nicht stressen lässt, egal in welcher Situation. Ist natürlich nicht immer so leicht, aber ja. Okay, also sind wir jetzt bei der Situation, das Fotoshooting ist fertig. Ja. Die ganzen Bilder sind jetzt auf dem Computer in ihren Ordnern. Ja. Sicherst du jetzt die Bilder nochmal? Beziehungsweise der Digi hat es ja im besten Fall auch schon gebackupt. Ja.
Also ein richtig guter Digi schafft es, wenn ich das letzte Bild gemacht habe, nur noch die letzte Karte oder das Backup schon so weit vorbereitet zu haben, dass innerhalb von 10 Minuten alle Festplatten, alle Backups fertig sind. So Also 2. 2 mindestens in der Regel, ja. Was ist Also so man sollte höchstens? 2 Backups haben. Das kann sein, dass das MacBook oder der Computer ist und eine externe Festplatte. Meistens macht man aber eigentlich 3 Backups. Also Laptop, 2 Festplatten extra. Musst du dann extra die Festplatten kaufen? Ja, aber die bezahlt der Kunde dann Ist ja natürlich. klar, Ja, aber okay. die kauft man ja. Also ein SSD-Verschleiß ist bei Fotografen, die viel arbeiten, sehr groß. Ja. Und in jeder Werbeagentur liegen wahrscheinlich 100 Festplatten rum von jedem Mhm. Shooting. Also das wird da wie, keine Ahnung, Pfand Ja. verteilt. So. Ja. Und wenn das Shooting vorbei ist oder der Job vorbei ist, dann, das ist jetzt natürlich alles auf einem sehr hohen Level, aber es ist gut, So, das mal okay. zu hören, Ja. finde ich, weil das macht alles Sinn. Ich habe das auch so gelernt damals von meinen Chefs und von meinen Assistenten, Kollegen, dass man zum Beispiel Backups auch nie alle zusammen an einen Ort transportiert. Also es wäre jetzt nicht gut, wenn dann der Digi das Laptop und beide Festplatten in seinem Rucksack hat und mit dem Rucksack dann noch durch Barcelona läuft. So. Weil wenn der Rucksack weg ist, ist alles kaputt. Ja. Und das kann so weit gehen, dass sogar, wenn die Produktion sehr teuer ist, dass die Festplatten unter den Menschen von der Produktion, also zum Beispiel ein Producer hat eine, ein Kunde hat eine Festplatte und der Digi hat eine, dass die sogar mit unterschiedlichen Autos fahren, dass die mit unterschiedlichen Flugzeugen fliegen, um einfach jegliches Risiko zu minimieren, dass die Daten nach dem Shooting noch verloren gehen könnten. Ja. Und das macht absolut Sinn. Also Finde ich ich gebe auch. auch immer meinen Assistenten dann eine Festplatte, ich nehme eine an mich und nehme sie auch wirklich in meine Hosentasche, Ja. dass sie nicht irgendwie weggehen kann. Das wollte ich auch gerade Weil sagen. oft sind natürlich Daten auch wertvoll. Also es gibt natürlich auch geheime Shootings, geheime Kampagnen von neuen Klamotten, geheime Autos, geheime Trikots von irgendwelchen Fußballspielern. Das sollte natürlich niemand in die Finger kriegen, der da vielleicht Schundluder mittreiben kann. Ja, und auch wenn man nur an der Tankstelle hält und Ja. kurz auf Toilette geht, auch da die Festplatte oder die Speicherkarte mitnehmen. Ja. Nicht im Auto lassen. Das sind wirklich so Mhm. Kleinigkeiten, die ich aber auch mache, gerade Ja. wenn es wirklich was Wichtiges ist. Es ist eigentlich immer alles wichtig. Also, Es ja, gibt natürlich wichtigere Dinge und unwichtigere Dinge, aber umso wichtiger es wird, umso mehr sollte man sich darüber im Klaren sein, was man da gerade an sich trägt oder wie viel Geld man da auch an sich trägt oder Ja. Verantwortung. und wirklich Ja. da auch jede Minute, wo man sich denkt, ach, ich gehe doch nur ganz kurz, Mhm. dann wirklich schlägt irgendjemand die Scheibe ein, das Ding ist weg. Also, nee, das. Mich hat vor kurzem auch jemand gefragt, ich weiß nicht mehr, wer es war, warum ich so kleine Speicherkarten nur habe. Also warum ich nicht eine 128 Gigabyte Speicherkarte habe, sondern nur so 32 Gigabyte. Und ich mache das bewusst, also natürlich sind 32er auch einfach günstiger, aber wenn ich einen Job habe, wo ich auf Karte schieße, dann tausche ich die Karte sehr oft aus, um zu vermeiden, dass eventuell 128 Gigabyte auf einer Karte drauf sind und wenn die Karte dann kaputt geht, dann ist sehr viel verloren. Wenn ich aber nur 32 voll mache und dann die voll ist und ich die austausche, dann ist eventuell nur ein Viertel davon weg. So. Deswegen kaufe ich mir eigentlich immer nur kleine Speicherkarten, 32, 64, und tausche die dann lieber öfter aus, um das Risiko zu minimieren, da was zu verlieren, Ja, wenn verstehe mal eine ich. Karte kaputt geht. Genau, verstehe ich, obwohl ich durch meine simultane Aufnahme das Ja. Problem jetzt nicht habe. Und ich habe halt eine Kamera, die wahnsinnig große Bilder macht. Ich habe eine Sony A7 Ja, bei dir ist R5. es was anderes, ja. Und wenn ich da 32 Gigabyte reinstecken würde, dann würde ich wirklich gefühlt 10 Bilder machen und dann muss ich die Karte tauschen. Also Ja. da würde ich nichts unter 64 Gigabyte nehmen. Und Ja. natürlich auch auf die Geschwindigkeit achten. Das macht auch einen großen Unterschied. Da nicht die allergünstigsten Speicherkarten nehmen, weil dann puffert die Kamera auch wirklich zu sehr. Dann schauen, was aktuell möglich ist und man hat da wirklich mehr Freude dran. Zumal, auch wenn man Videos macht, teilweise die Karten da nicht ausreichen und zum Beispiel meine A7 R5 sagt, mit der Speicherkarte kannst du gar keine Videoaufnahmen. Sagt die das dann? Also Genau, gibt's- sagt die, Ja. mit der Karte kann in diesem Videoformat Okay. keine Aufnahme gestartet werden. Ich kenne das von früher noch, dass das dann nicht gemeldet wurde
und dann der Film halt ruckelig war, Okay, super. weil einfach nicht schnell genug geschrieben wurde auf die Karte. Ja, und das gibt es aber auch in anderen Richtungen. Zum Beispiel gestern haben wir Fotos gemacht mit deiner alten Canon, die dann diese neuen Karten gar nicht akzeptiert. Ja, Da geht dann Ja. irgendwie nur bis 32 32, Gigabyte und ja. alles drüber. Dann geht zum Beispiel Geht's gar nicht nicht. mehr, ja. Das Problem genau in die andere Richtung. Ja, genau. Ja. Ja, und dann, wo waren wir jetzt beim Shooting? Nach dem Shooting, man macht Backups, man Ja. kümmert sich darum, dass die verteilt sind. Im Hotel legen wir auch ein Backup immer in den Safe tagsüber rein, dass es Ja. dann nicht Schön unterm Kopfkissen beim Schlafen. Ja, also wirklich einfach immer ein bisschen Vorsicht. Wie sagt man, Vorsicht ist besser als, oder gibt es da so einen Spruch? Ja, da gibt es ein Sprichwort. Kontrolle ist besser als irgendwas, irgendwie Ja, sowas, ja. Genau. Und dann geht es natürlich irgendwann in die tatsächliche Postproduktion. So, und das Wort beschreibt es ja auch schon, also nach der Produktion. Ich weiß gar nicht, Post, ist das Englisch, ne? Posten? Ja. After, Post, sowas ja. irgendwie. Oder ist es irgendwas Lateinisches? Ich kann kein Nee, Latein. also ich glaube, das ist Englisch. Ziemlich sicher. Wir Ja, zwei- welches Programm benutzt du? Bleibst du dann erstmal in Capture One oder nutzt Ja. du da jetzt irgendwas anderes? Ich benutze zu 90% Capture One für meine Organisation von Dateien. Also ich benutze kein Bridge, ich benutze selten Lightroom. Lightroom benutze ich wirklich nur für die Gestaltung von den Bildern und für die Looks. Zur Organisation, zur Bewertung, zur Auswahl nutze ich komplett Capture One. Also ich schließe dann meine Festplatte an, mache eine Auswahl, suche mir da irgendwie meine Bilder aus oder der Kunde sucht die sich aus, wie auch immer. Aber wie sucht er sich die aus in Capture One? Das mache ich tatsächlich ganz analog und altmodisch, würden wahrscheinlich manche sagen. Es gibt ja diese Tools wie PickDrop, was ja ganz viele nutzen. Ich nutze Dropbox bei mir, mache eine Auswahl, die kann zwischen 10 und 100 Bildern oder noch mehr, wie auch immer sein. Manchmal schicke ich auch alle Bilder zur Auswahl, dass das der Kunde direkt macht. Und dann können die sich bei sich überlegen, wie sie die Auswahl machen. Also ich weiß, dass viele Artdirektoren, die nutzen Bridge, weil es halt auch sehr gut für so eine Auswahl ist. Und dann kriege ich eine Liste mit Dateinamen zurück oder kriege eine Liste mit JPEGs oder einen Download-Ordner mit JPEGs zurück und die kann ich dann wiederum in Capture One importieren und dann die Auswahl auch sehen. Und dann geht es ans Looken, ans Saubermachen, wie man so schön sagt. Also das Bild, wenn es unterbelichtet ist, normal belichten und so weiter. Ja, aber hier ist erstmal der Punkt, wo die Bildnummern wahnsinnig relevant Richtig, sind. Also wenn hier was schiefgelaufen ist, Ja. dann gibt es ein Problem. Genau, und bevor wir jetzt weitergehen, ich nutze manchmal Narrative Select. Sagt dir das was? Nee, aber das hört sich an wie irgendwas mit KI. Ah, ja doch, es ist KI am Ende. Ja. Also es ist ein Programm, wo man sehr schnell und einfach RAWs auswählen kann. Natürlich normal 1 bis 5 Sterne, Favoriten auswählen. Und das ist ein Tool, das automatisch erkennt, ob Leute die Augen offen oder zu haben, mit so einem Ampelsystem und ob eine Person scharf ist oder unscharf. Und es gibt Fotoshootings, da nutze ich das nicht. Aber wenn es vor allem Gruppenfotos sind, Fotos mit vielen Leuten, dann erleichtert das wahnsinnig die Bildauswahl. Kostet wahrscheinlich aber auch Geld, nehme ich an, Ja, das Tool. obwohl man kann, glaube ich, 7 oder 8 Projekte kostenlos nutzen. Immer wenn du eins wieder rauslöscht, dann, also du könntest es theoretisch lange for free nutzen, außer du hast jetzt irgendwie hunderte Projekte und es gibt auch Pro-Tools, aber ja. Ja, das ist halt immer so die Frage, wenn man halt schon, wir leben ja in dieser Abo-Zeit und dann hat man mal schnell wieder ein Abo abgeschlossen für irgendein Tool, was man vielleicht einmal im Jahr benutzt für einen speziellen Use Case. Und da sind natürlich viele, auch ich, oft dann so, brauche ich das jetzt wirklich? Und deswegen zum Beispiel komme ich mit Dropbox als Auswahltool und als Auslieferungstool auch für RAWs oder für JPEGs an Kunden, an Agenturen sehr gut klar und habe da halt meinen Workflow, wie man so schön sagt, und muss den jetzt auch nicht unbedingt ändern. So. Ja. Aber Ja, da find hat ich ja auch jeder gut. seinen eigenen auch entwickelt über die Jahre und wird auch immer wieder entwickelt. Und ich bin auch nicht abgeneigt davon, den abzuändern mal, wenn ich wirklich merke, wow, da spare ich mir wirklich eine Stunde Arbeit oder so pro Shooting. Aber im Moment fühle ich das noch nicht, dass ich da irgendwie was Neues brauche oder mich neu umsehen muss. Ich finde es auch gut, dass du da kritisch bist und sagst, hey, brauche ich jetzt dieses 10-Euro-Abo wirklich und das 20-Euro-Abo? Und ich meine, das summiert sich halt wirklich. Oh ja. Aber ich muss auch sagen,
wenn man ein Fotografie-Business hat, das funktioniert, dann sollte das nicht so sein, dass man dann sagt, oh, die 10 Euro, sondern es erspart einem ja oft auch Arbeit. Naja, es sollte dir so viel Arbeit ersparen, dass es 10 Euro wert ist. Wenn Ja, es die 10 und Euro nicht wert sind, das ist es sehr häufig, finde ich. genau, aber das muss man sich halt individuell natürlich überlegen. So, Ja. wenn du jetzt nur Bananen den ganzen Tag fotografierst für einen Obsthändler, dann bringt dir so ein Tool, das irgendwelche Gesichter erkennt, natürlich gar nichts. Ja, das So, stimmt. weißt du? Aber ja, klar, ich meine, ich habe auch bestimmt 10 Abos, die laufen und die ich ab und zu mal brauche oder irgendwelche Add-ons für Photoshop und Zeug. Muss man sich halt selbst irgendwann auch überlegen, was brauche ich denn, was wäre nützlich. Was ich zum Beispiel immer wieder mal höre, was ich sehr gut gebrauchen könnte, was, wenn das jemand da draußen kennt, so ein Tool, gerne her damit, ähm, ein Programm, was alle meine Bilder analysiert und mit sinnvollen Tags versieht. Also Mensch, Gesicht, Frau, Mann, Lachen, Weinen, traurig. Es gibt so ein paar Tools, die das, glaube ich, so ein bisschen versuchen zu können, aber so die richtig geile Lösung, die gibt es noch nicht. Wo du wirklich Brauchst du einfach das überhaupt bei deiner guten Ich fände es Ordnerstruktur? mega, weil man dann auch einfach, wenn man Moodboards baut oder für Kunden PDFs bauen muss, Treatments schreibt und sucht zum Beispiel, der Kunde möchte, schick uns mal ein paar Fotos mit Menschen, die surfen. So. Und ich einfach nur in dieses Tool gehen muss und Surfen eingebe und alle meine Bilder, die ich jemals gemacht habe, wo ein Surfbrett, wo Wasser, wo Meer, wo Menschen im Wasser sind, kommen, wäre das super die Erleichterung für mich, dass ich nicht jedes Mal meine ganzen Shootings mir, wann habe ich das nochmal gemacht, wie war das nochmal? Und das wäre mega, wenn Ja, sowas gehen würde. verstehe. Okay, das ist ein guter Punkt. Ja, also um einfach seine eigene Arbeit mehr zu katalogisieren. Ja, So. ja. Da Ja. fällt dann doch einiges an und irgendwann hat man dann halt nicht mehr so den Durchblick. Ja, aber man kann das manuell, kann man es ja definitiv machen mit Tags und so. Das geht ja bei Mhm. Lightroom und auch bei Capture One. Aber es ist halt manuell und das ist Ja, sehr viel Arbeit. das So, stimmt. ja. Genau. Okay. Wie geht's weiter? Bildauswahl waren wir jetzt. Ich Auswahl. nutze manchmal Narrative Select, aber Du auch benutzt ja auch PickDrop tatsächlich, zur Auswahl. ja, aber das ist jetzt nicht für meine erste Vorauswahl. Also ich lade jetzt Ja, nicht die ja, RAWs in ja, PickDrop hoch. Ich glaube, ja, das geht, aber das würde ich jetzt überhaupt nicht ja. empfehlen. Sollte man nicht machen. Was ich aber schon ab und zu mache, also Capture One nutze ich wirklich nur fürs Tethering. Und teilweise wähle ich auch in Lightroom aus, wenn es kleine Projekte sind und ich dort schon ein paar Looks testen möchte, die auch meine Auswahl teilweise beeinflusst. Und wenn das jemand von euch auch macht, da draußen, dann auf jeden Fall nicht im Entwickeln-Modus auswählen, sondern im Bibliotheksmodus, weil da geht es viel schneller, was dieses Puffern betrifft. Weil sonst hat man ganz oft diese 1, 2, 3 Sekunden, die man warten muss, bis sich das Bild öffnet. Und wenn das jetzt ein Shooting ist mit tausenden Bildern, also das kann einen richtig auf die Palme bringen. Deswegen, wenn man da Lightroom gerne nutzt und wie ich auch manchmal schon gerne so ein paar Presets drüberlegen will, dann Bibliotheksmodus. Ich weiß noch ganz früher, als ich mein erstes Praktikum gemacht habe, mussten wir immer jeden Tag am Abend eine Auswahl machen und die unscharfen Bilder rauslöschen oder nicht in die Auswahl eben nehmen. Und Capture One war damals noch, ich glaube, Capture One 6 oder sowas, also ganz am Anfang. Und es hat so lange gedauert, bis ein Bild sich quasi scharf gerendert hat, dass wir da wirklich teilweise stundenlang saßen und Auswahl gemacht haben. Und es hat so genervt. Und damals gab es ein Tool, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, das hieß Photomechanic. Ja, gibt's Das immer noch. das hat die Bilder einfach instant geladen. Ja. Und damit haben wir dann irgendwann Auswahl gemacht. Und das war super die Erleichterung. Ja. Ja. Nutzen, glaube ich, auch heute noch ein paar. Ja, Aber da würde ich jetzt eher Narrative Select empfehlen, um ehrlich ja, zu da sein. gibt es ja wahrscheinlich mittlerweile immer mehr Sachen auch, die das versuchen zu vereinfachen. Aber ja, man kennt ja eben nicht alles. Ist auch okay. Ja, dann haben wir eine Auswahl gemacht. Weiter geht's Richtung Kundenauswahl, Agenturauswahl. Man verschickt seine eigene Auswahl an die Kunden, an die Models oder an wen auch immer die gehen muss. Ja. Oder wer mitsprechen darf, mitreden darf. Du nutzt ja PickDrop für deine Auswahl, ne? Die du an den Genau. Kunden schickst. Ich nutze seit, ich glaube, 2018 PickDrop und bin damit auch sehr zufrieden.
Mir wurde vor kurzem auch noch ein anderes Tool vorgeschlagen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt, weil ich es nicht angeklickt habe auf Instagram, auf der Werbung da. Die sprechen ganz speziell Hochzeitsfotografen, glaube ich, an. PickTime. Wie heißt das? PickTime. PickTime. Ja, also bei Vielleicht dem war es sogar Tool, noch was anderes, aber da konnte man dann halt so schöne Galerien erstellen und so, was ja Mhm. für Hochzeitsfotografen wahrscheinlich auch sehr schön ist. So. Also das Besondere ist dort, dass du auch noch Prints verkaufen kannst. Ah, ja, genau. Und dann kannst Ja. du dir so Fotobücher zusammenstellen, Poster und so weiter. Ist jetzt Auch für schlau. unsere Zwecke eher irrelevant, muss Ja. ich sagen. Ja, definitiv. Aber wenn man das macht, ist das auf jeden Fall auch super. Es gibt auch noch 10.000 andere. Es gibt, glaube ich, noch Pixie-Set und was nicht alles, ja. Kommen wir mal zu dem berühmt-berüchtigten Thema, wenn die Auswahl vom Kunden zurückkommt oder die finale Selection. Dann, Der große Schreck. nein, Bildlook, Bildlook. Presets, Presets. das böse Wort. Das ist mein Lieblingsthema. Da können wir wahrscheinlich noch eine extra Folge drüber machen, aber Wie zu allem irgendwie. ich mache ja schon, bevor ich die Bilder an Kunden zur Auswahl schicke, einen Look drüber. Und wenn es nur Korrekturen sind, also ich unterscheide immer ein bisschen zwischen Korrektur und Look, weil eine Korrektur ist für mich nur den Weißabgleich normal ziehen oder auch so, wie man ihn haben möchte, ziehen. Keine Ahnung, Crop richtig setzen, Bild gerade ziehen, was man auch immer machen möchte, was eine Korrektur ist, was das Bild korrigiert. Und dann gibt es natürlich noch den Look. So, das ist bei mir dann Korn, Farben richtig ändern, Tiefen, Farben, Höhen, was auch immer. Und hast du da Kontrast. vorgespeicherte Sachen? Also Ja, hast du natürlich, ja. Ich glaube auch, dass das ein sehr großer Teil der Fotografen hat. Auch Ja, glaube die, ich die auch. professionell arbeiten, haben ihre Looks, alleine schon, um mal zu gucken, wie es denn aussieht. Und ich weiß, wahrscheinlich gibt es da gespaltene Meinungen, aber ich nutze auch viele Presets, die ich mir über die Jahre einfach erarbeitet habe. Also ich habe natürlich irgendwann mal mit 18, 19 mir auch mal welche gekauft. So. Damals waren es die berühmten Visco-Looks da, die sich da jeder gegenseitig geschickt hat, wo dann irgendwelche Filme Das macht simuliert man aber wurden. nicht. Ja, es war halt damals so, aber ist mittlerweile auch verjährt. Kannst du jetzt sagen. Wie sagt man, das Strafvergehen. Und ja, mittlerweile muss ich aber auch sagen, wenn man die Erfahrung hat und wenn man weiß, was man möchte und wie man seine Bilder looken möchte, dann braucht man diese Presets auch nicht mehr. Dann weiß man auch, welche Regler man anfassen muss und was man drehen muss, um eben in die richtige Richtung zu kommen. Wir haben vor kurzem hier im Büro einen kleinen Wettbewerb gestartet, das war ganz witzig. Da warst du, glaube ich, noch nicht da sogar. Da saßen wir zu dritt oder zu viert hier im Büro und ich habe ein Bild von mir bearbeitet, ein digitales Bild, und habe aber genau das gleiche Bild ich hatte 2 Kameras dabei, analog und digital, und habe das gleiche Bild geschossen zufällig und habe dann irgendwie gesagt, boah, irgendwie analog sieht immer viel besser aus. Lass mal versuchen, das digitale Bild so zu looken wie das analoge. Und dann haben wir das gleiche Bild, alle 4 haben quasi uns hingesetzt, oder 3, also ich noch dazu, und haben dieses Bild einmal versucht in analog zu drehen. Und es war ganz interessant, weil alle 4 Bilder sahen komplett unterschiedlich aus, logischerweise, weil jeder hat natürlich auch eine andere Vorstellung von analog. Aber ich dachte, das Referenzbild hätte die alle gehabt. Ja, genau. Aber es ist trotzdem super, super schwer, auch wenn du ein Okay. Referenzbild hast, den Look genauso nachzubauen. Das ist die Magic von analog. Das ist nicht leicht. Das ist der heilige Gral, ein Bild perfekt analog aussehen zu lassen. Von so einem großen digitalen Megapixel-Bild. Es ist einfach nicht leicht. Und es war interessant, wie da jeder rangegangen ist. Und auch, man hat auch so ein bisschen gesehen, wer hat schon ein bisschen mehr Erfahrung mit analog, wer kann da so ein bisschen die Unterschiede sehen. Es war ein sehr cooler Test. So. Und welches Bild war am besten? Wir haben es gar nicht bewertet dann, was am besten war, aber wir standen dann alle am Bildschirm bei mir, am Rechner, und waren so, oh krass, 4 Bilder, die alle das gleiche Bild am Ende sind, aber unterschiedlich gelookt wurden von jedem. Und wir haben es natürlich von Scratch gemacht. Also jeder hat die Regler verschoben und kein Preset oder so draufgelegt. Ich glaube, wir haben das sogar mit 2 Bildern gemacht, und eins war relativ einfach zu looken, weil es irgendwie vom Aufbau auch und von den Farben relativ simpel war, und eins war relativ kompliziert. Da war dann so blauer Himmel, brauner Strand, die Person war irgendwie so braun gebrannt, also Hauttöne ist auch ein Riesenthema, Look. Und
Da hat man natürlich mit steigender oder mit wachsender Erfahrung auch mehr Plan von, was man da tun muss, um jetzt die Hauttöne richtig zu machen oder wie man die auch haben möchte. So, also ich zum Beispiel liebe es, ein bisschen mehr Cyan in den Himmel zu drehen. So, andere Leute mögen es, wenn das Grün ein bisschen gelber wird und solche Dinge. Und das entwickelt sich aber auch über die Jahre. Und das ist vielleicht auch dann der persönliche Look, von dem immer viele sprechen. Oder Mhm. die Handschrift. Ja, bei Thema Presets, da muss ich jetzt nochmal eingrätschen hier. Ja, wir sind ja immer noch dabei. Ja, Presets, muss ich ja. jetzt auch nochmal hier von Anfang starten, weil das natürlich was ist, was ich selber als Online-Produkt anbiete Ja. und wo ich auch wirklich so viel Zeit investiert habe, um da halt die perfekten Looks für mich zu kreieren. Und ich aber auch voll verstehen kann, wie du schon meintest, dass man ab einem gewissen Punkt jetzt nicht mehr Presets kauft und dann auch wirklich weiß, was zu den eigenen Bildern passt, was der eigene Bildlook ist und braucht dann diese Vorgaben nicht. Aber ich muss wirklich sagen, dass ich auch damals mir viele Presets gekauft habe. Ich finde das auch nicht rausgeschmissenes Geld. Also ich weiß, da gibt es manchmal so Diskussionen und wer Presets verkauft, das ist nur Abzocke. Das finde ich wirklich gar nicht. Ja, es ist eine sehr gespaltene Meinung, die da herrscht in der Branche. Ja, und es gibt definitiv Unterschiede. Ja. Also nicht jeder gibt sich da jetzt super viel Mühe und steckt da wirklich Herzensblut und Energie rein. Ich glaube auch nicht, also ich glaube auch, es gibt auch viele, die verkaufen Presets in ihrem Namen und tun so, als ob das jetzt deren Look ist, den wahrscheinlich viele auch feiern, den Look. Aber am Ende sind es halt 5 Presets, die sie sich irgendwo mal zurechtgeschoben haben. Aber die haben nichts mit dem persönlichen Look von dem Fotografen oder der Fotografen zu tun, bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir auch sehr sicher. Also kenne ich auch Leute, ich sage ja natürlich keine Namen, wo ich genau weiß, die verkaufen Presets, die sie selber nicht nutzen. Und das finde ich auch nicht gut. Ja. Genau, aber jetzt auch mal, um auf mich zurückzukommen und auf die Presets, die ich verkaufe, das sind wirklich Looks, die ich für meine Bilder verwende und die mir meine Arbeit erleichtern und wo ich auch mittlerweile ganz gut weiß, dass sie vor allem Leuten helfen, die selber mit der Fotografie gerade anfangen, weil du am Anfang halt auch nicht weißt, es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten. Welche Regler macht jetzt genau welchen Effekt und wie kann ich das hinbekommen, dass die Hauttöne nicht komisch und krank aussehen, sondern trotz Farbveränderung einfach natürlich bleiben. Und das sind Dinge, da kann ich wirklich empfehlen, sich mal die Bildbearbeitung anderer Fotografen und Fotografinnen anzuschauen. Das ist wie ein kleiner Workshop. Aber also ich habe mir noch nie Presets gekauft, aber ich stelle mir das immer auch ein bisschen. Also wir haben da ja vor kurzem schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, es gibt solche Fotografen und solche. Es gibt Menschen, die machen damit, da ist nur das Geld im Vordergrund, die wollen schnell viel Geld machen, sind auch manchmal vielleicht nicht ganz ehrlich. Es gibt aber auch definitiv Fotografen, die geben sich da sehr viel Mühe. Die wollen auch ihrer Community da was bieten und machen da auch die guten Presets in Anführungszeichen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass man kann Presets nicht pauschal auf andere Fotos anwenden. Ja, das geht ja auch nicht. Und wahrscheinlich wäre jetzt meine Idee, ist ein Preset besser, wenn es nicht zu doll ist, als wenn es eher so ein bisschen korrigiert, richtig? Ja, es ist halt immer eine Basis und natürlich. Wenn es nicht zu krass bearbeitet wird direkt im März, wenn du draufklickst. Ja, ne? bin ich auch Fan. Also meine Presets sind sehr schlicht. Ja. Und überhaupt nicht so, dass sie komplett die Farben verdrehen. So, es ist schon ein sehr weicher Look, trotzdem natürlich und halt wirklich ein sehr guter Start. Und darauf kann man dann aufbauen. Mit weißer Bleich, Belichtung, meinetwegen noch Körnung rein, Kontrast hoch und dann auf die ganze Session legen. Und ja, das ist der Sinn dahinter und ja. Es ist legitim. Und vor allem, wenn man es macht und Menschen das kaufen, dann hat es ja auch einen Grund, dass Menschen das kaufen. Ob man jetzt das mit einer Werbung macht, die man schaltet oder nicht. Am Ende gibt es immer noch eine zweite Partei, die da steht und sagt, ich kaufe das jetzt. Und ja, so läuft halt die Wirtschaft. Ist halt immer so. Aber wir haben ja vor kurzem noch darüber diskutiert und da habe ich einen ganz guten Punkt noch gesagt, weil manchmal behaupten ja auch Menschen, ja, Presets, da geben sich die Menschen ja keine Mühe mehr, verstehen das auch alles gar nicht mehr, sondern hauen nur ihr Preset da drüber und freuen sich dann oder freuen sich auch nicht, wenn es nicht funktioniert. Aber ich habe dann das Beispiel Kochbuch gebracht oder Rezept. So, wenn man
ein Kochbuch von einem Koch kauft, dann hat der das Rezept entwickelt. Dann ist das irgendwie ein Gericht, was da am Ende rauskommt, was der Koch oder die Köchin kreiert hat. So, Fotograf hat ein Preset kreiert. Im besten Falle natürlich. Wenn jetzt ich mir dieses Kochbuch kaufe, heißt es ja noch lange nicht, dass ich verstehen muss, was der Koch da tut. Aber ich kann das Rezept nachkochen. So. Und es heißt auch nicht immer, dass es danach genauso schmeckt wie von einem Koch, Ja. weil ein Rezept auch relativ kompliziert ist. Und das ist ja bei Presets ähnlich. Sobald man irgendwo an einem Kurve noch ein bisschen was ändert, kann sich das schon wieder so alles drehen, dass es halt nicht mehr so gut aussieht. Und für die jungen Leute und für die jungen Fotografen da draußen sollte halt ein Preset keine Lösung darstellen, sondern eher ein Zwischenschritt zwischen, was passiert denn mit dem Bild? Welche Regler bewegen sich da, wenn ich dieses Preset anwende? Und man sollte natürlich auch immer versuchen, das zu verstehen. So. Und irgendwann, wenn man professionell das Ganze machen will, sollte man natürlich auch verstehen, was da passiert. Oder im besten Fall sogar seine eigenen Presets erstellen können. Ja. So. Und das habe ich jetzt zum Beispiel gemacht. Also meine Presets heißen zum Beispiel immer so wie der Ort, wo ich war, weil ich weiß, was für ein Wetter, was für ein Licht da zu der Zeit war. Das hilft mir immer extrem. Also meine Presets heißen zum Beispiel, keine Ahnung, San Francisco Mittagssonne. So. Dann weiß ich genau, das Licht, wenn ich das jemals wieder habe, könnte das Preset darauf ganz gut passen. Gut. Ja, Presets, also können wir uns darauf einigen, nutzen fast alle. So. Ja. Würde ich auch empfehlen, dass man halt wirklich nicht immer bei Null anfängt. Also vor allem, wenn man halt mal eine Bildsprache hat, dann ähnelt sich das ja generell. Man sollte nur als Mensch, der sich noch nicht damit auskennt und der, sage ich mal, mit dem Gedanken spielt, Presets zu kaufen, wirklich nicht jeden Scheiß kaufen. So. Und es bringt auch nichts, 300 Presets zu haben. Lieber ein bisschen Zeit lassen, dem oder der Fotografin folgen, gucken, was machen die so, sind die irgendwie darauf aus, die ganze Zeit Werbung und Kohle und kauft meine Presets, oder sind die irgendwie so, hey, das sind die, wenn ihr sie kauft. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Gefühl, was man da bekommt, ob jemand wirklich nur Kohle machen will jetzt gerade schnell oder ob jemand wirklich auch interessiert daran ist, da einen Mehrwert für seine Community zu bieten. Finde ich, merkt man schon relativ schnell oft. Und es gibt nun mal solche und solche. Ja. So, und da sollte man sich ein bisschen... Ich wäre auch stutzig, wenn ein Fotograf oder eine Fotografin 10 Preset-Packs verkaufen würde. Genau. Ja. So, ich würde dann lieber schauen, dass die Person 1 oder 2 Preset-Packs hat, wo man wirklich auch weiß, die nutzen das tatsächlich, der Stil entspricht den wirklichen Bildern, aber da einfach aufmerksam sein. Was ich auch immer ganz schwierig finde, sind Presets oder was auch immer, Online-Tool, wo dann steht 350 €, aber jetzt gerade Sale für 30 €. Ja. Es ist einfach nicht glaubwürdig. Ja, ist es auch nicht. Sorry, wenn das jetzt irgendwie ein paar Prozent oder 10, 20% sind, okay, aber wenn es halt um 90, 80% günstiger geht, das ist einfach nur Marketing und da wird sich auch nie was ändern an diesem Angebot. So. Natürlich nicht. Und das ist, finde ich, immer so schade. Ja, es funktioniert, aber das finde ich dann so wieder fast schon so ein bisschen cheap. Also so ja, psychologisch irgendwie weird. So, mach's doch ehrlich. Sag doch direkt, meine Presets sind $30 wert oder 30 €. Ja, so. Ja, und zum Abschluss, also ich finde, man kann sich ruhig Presets kaufen, aber die dann wirklich analysieren, jeden Regler einmal checken, was wurde da wie gezogen und gefällt mir das Endresultat. Also das finde ich schon echt gute Schule. Es gibt ja mittlerweile auch auf Instagram und TikTok so also Accounts, die das for free auch zeigen. Also da werden dann Bilder gezeigt und vorher, nachher, und dann werden die Einstellungen in Lightroom kurz eingeblendet. Finde ich auch cool, wenn man das nachmachen möchte. Da muss man sich halt die Mühe machen und die Regler einmal selber in die richtige Richtung schieben. Aber so kann man das auch nutzen, dieses Preset-System, nenne ich mal, ohne was können zu müssen und auch ohne was bezahlen zu müssen. Ja. Finde ich auch gut. Ja, und was ich auch sagen muss, also am Anfang ist mir das voll schwer gefallen, Bilder gut zu bearbeiten. Und voll oft hatte ich das Gefühl, alle können das so gut und die Bilder sehen immer so on point aus und ich weiß irgendwie gar nicht, was ich da hin und her drehen muss, dass es genauso aussieht. Deswegen auf jeden Fall Zeit geben und üben. Ja, das und ist üben auch Erfahrung üben. und Übung auch. Das dauert wirklich lange, bis man alles exakt verstanden hat.
Ja. Und ich würde auch sagen, dass ich erst vor 2, 3 Jahren halt vor allem mit der Erstellung dieses Preset-Packs zu 100% verstanden habe, was alles Mhm. im Kern bedeutet und was Ja. auch die feinste Ja. Verschiebung dann für Auswirkungen hat. Ja. Wenn wir jetzt mal von Looks und Presets weggehen, zurück zu Workflow, wann kommt dein Look über deine Bilder? Am Anfang oder am Ende? Schon mit am Anfang. Also ganz oft muss ich tatsächlich die Auswahl unbearbeitet abgeben, Ja. mit kleinen Justierungen, aber jetzt ohne, Korrekturen? ja, Ja. genau, ohne großen Look. Dann, wenn ich das Projekt anfange, also die Auswahl vom Kunden bekomme, dann lege ich schon einen Look drauf. Dann gucke ich, was passt am besten, bearbeite ein Foto, so wie es mir richtig gut gefällt und versuche Look. diesen Look Ja. auf die anderen Bilder zu kopieren. Da hast du noch keinen Photoshop aufgemacht. Habe ich noch kein Photoshop aufgemacht. Ja. Genau, dann muss ich trotzdem bei jedem Bild natürlich nochmal genau drüber gucken, ob das auch so passt Ja. oder ob ich da auch nochmal Anpassungen vornehmen muss. Aber gehst du schon vor dem Look in Photoshop? Ich bin gerade in Lightroom übrigens. Ja, jein. Also ich mache die Korrektur in Capture. Also ich ziehe den Weißabgleich so, wie ich ihn ungefähr haben möchte. Ich gucke darauf, dass die Tiefen und die Höhen nicht zu sehr extrem in eine Richtung sich bewegen, dass nichts ausbrennt, dass nichts absäuft, dass die Schärfe irgendwie passt. An der Schärfe ändere ich eigentlich selten was, aber gucke natürlich schon drauf, was passiert. Ich packe noch kein Korn auf das Bild in Capture One. Und wenn ich dann eine saubere, runde Entwicklung habe von dem Bild, also das sieht dann meistens auch ein bisschen flach aus, ein bisschen langweilig, noch nicht so viel Kontrast drauf, dann mache ich es in Photoshop auf, mach Stempel, mach Beauty, whatever, was man machen muss, tausche irgendwie Sachen aus, nehme irgendwie Sachen raus. Alles, was man halt Retusche nennt, sozusagen. Machst du das immer selber oder gibst du das auch manchmal ab? Für Jobs gebe ich es zu 95% ab. Okay. Ja, also, Schon oft. Ja, also fast immer tatsächlich, ja. Mhm. Hat aber auch damit zu tun, dass oft sehr viel noch gemacht werden muss und auch da manchmal Bilder aneinander gebaut werden müssen oder wirklich große Dinge rausgenommen, wieder reingebaut, Hintergründe eingezogen. Das passiert immer mal wieder. Und das kann ich auch nicht, muss ich gestehen. Also da gibt es einfach Menschen, die haben sich darauf spezialisiert, Bildbearbeiter, die können das, kriegen da auch sehr viel Geld für. Und Kannst du da jemanden empfehlen? oh ja, sehr viele, aber würde Okay. jetzt keinen Sinn machen, weil das Okay. alles sehr teure, also Man kann Jules mal eine Direct Message schreiben, wenn man eine Empfehlung braucht. naja, oder? also eine sehr professionelle wir nennen es immer in der Branche Postbuden, also Postfirma, da kostet ein Bild schon mal, also ein Bild schon mal 2.500 bis 3.000 Euro. So. Was? Ja, Bearbeitung. Auf jeden Wirklich? Fall, ja. Okay, selbst ich Also bin jetzt hier. auch mehr. So, es gibt natürlich auch, also es ist natürlich immer aufwandsabhängig, aber wenn Menschen diese Zahl hören, denken sie oft so, wow. Krass, Aber hätte ich dachte, du man sagst sitzt ja jetzt auch sehr lange 300 an so einem Euro. Bild dran und das ist dann schon auch gerechtfertigt. Aber es geht ja dann auch manchmal mit CGI los, also 3D, das irgendwie, also es ist wirklich verrückt, was in der Postproduktion auch oft passiert in dieser Werbewelt. So. Da werden dann auch teilweise mal Köpfe ausgetauscht oder ganze Körper ausgetauscht oder Menschen vor Greenscreen fotografiert und in irgendwelche Hintergründe eingebaut. Das dauert und das ist auch aufwendig und das dauert auch mehrere Tage und auch teilweise Wochen mit Abstimmungsphasen, aber das muss man sich natürlich auch bezahlen lassen. So. Natürlich gibt es auch Bildbearbeiter, die deutlich weniger verdienen oder man macht auch mal einen Deal mit jemandem, wenn man einen Freund hat oder was auch immer, aber es ist schon teuer. Also es kostet alles Geld. So, Ja. ist aber auch richtig so. Und du hast mich gefragt, ob ich das selber noch mache. Wenn ich natürlich meine privaten Sachen mache und irgendwie auf Partys rumrenne oder Freunde fotografiere, dann mache ich es meistens selber, weil ich auch meinen eigenen Look am besten kann. So, wenn ich jetzt ein Bild jemandem schicke und sage, bau mal nach, dann sieht das meistens nicht so aus, wie ich das gerne will. Und deswegen mache ich dann das selbst. Es gab auch schon Situationen, wo dann Kunden meinen Look haben wollten oder meinen Style, nenne ich es jetzt mal. Und dann wurde das Bild zu einer Postproduktion geschickt. Da wurden die Retuschen gemacht, also Sachen rausgenommen, gestempelt, Korrekturen. Dann wurde das Bild wieder mir zurückgeschickt und ich habe den Look am Ende draufgelegt noch.
meinen Look sozusagen, meine Handschrift, wenn man so nennen möchte. Preset. Mein Preset. Ja. Ja. Und ich mache das halt so, ich mache die Korrektur in Capture One, öffne das Bild in Photoshop, mache da alles, was gemacht werden muss. Und ganz am Ende mache ich noch eine Ebene, die alles, was drunter ist, mit aufnimmt, mache daraus ein Smart-Objekt, um es jetzt ganz genau zu sagen, Und ein Wasserzeichen. und mache dann Spaß. auf das Smart-Objekt den Look drauf. Ja. Das hat den riesen Vorteil, dass man natürlich dann später nochmal in den Look reingehen kann und die Regler verschieben kann, wie man möchte. Mhm. Und das hat sich für mich als sehr guten Workflow behauptet, aber ich kenne auch andere Workflows von Kollegen, die komplett anders sind. Also wie du auch, kenne ich welche, die den Look schon ganz am Anfang drauf machen. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache sehr viel Korn auf meine Bilder am Ende. Wenn ich jetzt am Anfang Korn auf meine Bilder legen würde und dann anfangen würde zu stempeln, Ja, das geht dann sieht natürlich das nicht. Korn nicht gut. Also dann Ja, sieht ja. man die Stempelkante von dem Korn. Deswegen, allein deshalb würde es für mich null Sinn machen, vor der Retusche den Look über das Bild zu legen. Ja, Körnung muss halt immer zum Genau, Schluss, also ganz genau. klar. Genau. Und so mache ich das dann halt irgendwie, dass ich da gibt es doch auch so ein Wort dafür, konstruktiv, degenerativ, ich weiß es nicht, Ich wie man, weiß es auch wie nicht, man was in du meinst. Photoshop arbeiten muss, um jeden Schritt rückgängig machen zu können. Ah ja, okay. So. Scheint ein Wort dafür zu geben. Ja, da gibt es irgendein Wort für. Schreibt es Okay. in die Kommentare, wie man so schön sagt. Ja, ich glaube leider bei Spotify zum Beispiel kann man keine Kommentare schreiben. Dann müsst ihr jetzt auf YouTube gehen und da den Kommentar Da lassen. kommentieren. Sehr Ähm, gut. Genau, ja. Ja, also Du- ich mache Retusche dann in Photoshop. Ich benutze sehr gerne die Frequenztrennung, kann ich ja mal Mhm. so sagen. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Und kleine Anpassungen. Also was vor allem mittlerweile so gut geht, ist ja durch die KI auch Flecken auf dem Boden oder Mhm. Mängel in der Kleidung oder irgendwas. Also das möchte ich echt nicht Du machst ja missen. auch sehr viele Beauty-Personen, Mhm. Models und so weiter. Ich mache relativ wenig so Beauty-Retusche tatsächlich. Ja. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Ja, Und ist voll der Unterschied. gerade so Hautretusche ist ja ein Riesenthema. Vor allem, weil ja auch viele Junge und Anfänger damit anfangen, mit Porträts, mit schönen Porträts und dann natürlich auch eine schöne Retusche drüber haben Ja. wollen. Und was jetzt so auch mein neues Ding ist in Photoshop, wenn ich während des Fotografierens keine Langzeitbelichtung mache, also so Slow-Shutter-Shots, dann finde ich, kann man das richtig gut mittlerweile in Photoshop nachbauen. Mit dem Punkt Bewegungsunschärfe ist bei Filter. Und da schaue ich mir auch viele Bilder nochmal an, wie sie unscharf aussehen würden. Ja, das ist auch was, was auf jeden Fall mit in meiner Routine gelandet ist. Und es gibt echt Bilder, die finde ich dann nochmal deutlich besser. Und warum fotografierst du sie nicht gleich mit Bewegungsunschärfe? manchmal habe ich es nicht im, ja, das ist ein richtiger Punkt, manchmal habe ich es währenddessen nicht im Kopf und denke dann aber im Nachhinein, das hätte ich mal unscharf machen können. Ja, also kommt natürlich immer mal wieder vor, dass man irgendwas erst in der Postproduktion merkt. Ich habe auch Ja. manchmal Momente, wo ich dann Farben drehe oder umdrehe und sage, oh, irgendwie interessant so. Was mir aber gerade einfällt, Thema In-Camera shooten. Ich sage immer jedem, und ich finde das immer ganz schlimm, wenn Menschen diese Attitüde haben, ja, machen wir eine Post. Ja, Ja, machen wir eine Post. Wenn der Spruch kommt, da stellen sich bei mir die Haare auf. Ja. Ich war auch mal so. Am Anfang ist man so. Wenn man gerade anfängt, dann denkt man, Photoshop kann alles lösen. Und Photoshop ist für alles die Lösung. Aber umso älter man wird und umso mehr man in dieser Branche auch arbeitet, umso weniger macht es Spaß. So, weil man wird ja nicht Fotograf, um ein scheiß Bild zu machen, das dann in Photoshop gerettet werden muss, sondern man wird ja Fotografin, um ein geiles Bild zu machen und um irgendwie ein Foto zu machen, was einem gefällt und was man auch so macht, wie man es machen möchte. So. Ich spreche jetzt nicht von ein bisschen Unschärfe reinbauen, aber wenn da jetzt ein Blatt liegt auf der Straße, dann nimm das Blatt weg und nicht, ja, stempel ich in Photoshop weg. So. Genau, weil man denkt immer, ach, das ist ja nur ein Blatt. Aber wenn man dann wirklich auch 50 Bilder bearbeiten soll, zum Beispiel, dann musst du es halt 50 Mal machen. Das sowieso, aber es ist auch ein Und dabei Prinzipding, bleibt es ja finde nicht. ich. Es ist Ja. so ein bisschen ein Prinzip auch. Ja, So. und es gibt schon Dinge, die muss man dann irgendwie in Photoshop machen. Ja. Aber wirklich alles, was sich vermeiden lässt, man spart sich absolut keine Zeit, wenn man es dann währenddessen denkt, so, ja, nee, jetzt keine Lust oder
Ja, und es ist einfach, natürlich gibt es Momente, wo man mal irgendwie da schnell einen kurzen Krümel und es muss schnell gehen, dann sagt man ja, komm, bevor da jetzt jemand hinlaufen muss und den Krümel weg, stelle ich das schnell raus oder sowas. Oder manche Dinge sind auch wirklich einfacher in Photoshop zu lösen, als jetzt am Model noch die letzte kleine Falte irgendwie perfekt hinzudrehen, weil dann woanders Glatt wieder zu eine Falte ziehen. entsteht. Achso, Das ist nun mal so. Nee, nicht im ich Gesicht, dachte ich jetzt meine im jetzt an der Gesicht. Klamotte. Dann ist es halt manchmal so, dass dann irgendwie, dann fotografierst du irgendeine Tasche und dann ist da die letzte Falte, die geht aber nicht raus und man ist schon eine halbe Stunde dabei, diese Falte rauszudrücken und die geht einfach nicht raus. Und es wäre aber in Photoshop ein Klick, dann geht man auch mal den Weg. Aber man sollte sich ganz bewusst sein, wann man den geht, finde ich. Und was lösbar ist in Camera, sollte man in Camera lösen. Ja. Definitiv. Hey, apropos Falten, falls man keinen Stylisten oder eine Stylistin am Set hat, unbedingt Steamer mitbringen. Weil Ja. knittrige Kleidung, Ja. ich hatte mal ein Auch ein Shooting, Post- wir hatten eine Wahnsinn. ganz knittrige Tischdecke. Mhm. Und ich habe das schon gesehen und wusste so, Mist, ne, das bleibt am Ende bei Ja. mir hängen. Falten dann- und Fussel. Ja, Fusselrolle und auch vor immer Ort noch. waren alle so, ist doch kein Problem, das kannst du doch in Photoshop regeln. Ich so, Ja. Photoshop Ja. regelt in dem Fall nicht so, wie ihr das denkt. Ja. Das war wirklich, also ich saß am Computer, ich hätte fast angefangen zu heulen, das sage ich, wie es ist, weil das einfach so viele Bilder waren, wo du immer wieder bei Null anfängst und gefühlt Stunden deines Lebens damit verbringst, Falten zu bügeln. Ja. Das wäre, deswegen Steamer ist wirklich das Beste. Gibt's ab 30 €, Leute. Ist super. Wir haben jetzt langsam schon eine Stunde, glaube ich, voll. Ich würde aber gerne noch, um das Thema sozusagen zum Abschluss zu bringen, man ist ja irgendwann auch fertig mit der Post, man hat die Bilder als JPEGs gespeichert, man hat ein PSD irgendwo gespeichert oder ein TIFF. Und dann geht es natürlich auch noch um so Themen wie Archivierung oder Langzeitaufbewahrung von Daten, was ja bei uns hier im Büro auch immer wieder ein Thema ist. Mhm. Ich benutze ein RAID, das wissen vielleicht manche nicht, was es ist. Das ist einfach ein Gerät, was viele Festplatten, wo man viele Festplatten reinstecken kann, das so die Daten verteilt, dass eine oder mehrere Festplatten auch ausfallen können und man trotzdem noch alle Daten hat. Das gibt es in groß, klein, teuer, billig, was auch immer. Dann gibt es noch das NAS-System, das hast du, glaube Das ich. habe Ne? ich. Das haben auch andere hier im Studio. Das ist was Ähnliches mit dem Zusatz, dass man von dem Internet aus darauf zugreifen kann. Also egal, wo man ist, kann man auf seine Daten zugreifen. Ich kann nur im Büro hier mein RAID-System anstecken und auf meine Daten zugreifen. Ihr oder du könnt auch zu Hause oder auf einer Reise euch einloggen sozusagen und eure Daten runterladen. So. Mhm. Und warum willst du das nicht? Ich muss selten auf meine Daten zugreifen von Unterwegs. woanders unterwegs. Ich habe auch immer meine aktuellen Projekte, habe ich immer in der Cloud, also in Dropbox. Und das hat bisher immer ausgereicht. Und wenn ich mal wirklich merke, ich muss jetzt doch noch irgendwie dann nehme ich mir die halt mit auf einer kleinen Festplatte oder so und habe schon quasi im Kopf, vielleicht könnte ich die noch brauchen auf der Reise oder sowas. Aber ich habe mich ich bin auch zu geizig irgendwie dafür. Ich habe so ein RAID, ich muss mir jetzt nicht noch irgendwie was für ein paar tausend Euro kaufen. Klar, man kann da sehr viel Geld ausgeben. Man kann sich auch zu Hause ein RAID, man kann sich zu Hause ein NAS und hier im Büro ein NAS und dann noch bei der Mama zu Hause ein NAS hinstellen. Dann ist wirklich alles safe. Dann können 2 Häuser abbrennen und man hat immer noch alle Daten. Aber Ich kenne auch die Leute, die haben wirklich 2 Server für den Fall, dass ja, einer mal ja. geklaut oder Ja, oder halt wirklich was abbrennt Ja, oder ja. Wasserschaden oder was auch immer. Das ist natürlich auch realistisch. Und ich mache es dann eben so, dass ich immer nach einem Jahr ich habe immer einen Ordner, der heißt wie das Jahr, also zum Beispiel jetzt 2023, letztes Jahr. Den wiederum packe ich dann auf 2 Festplatten und jeweils eine Festplatte ist hier im Büro und eine zu Hause. Okay. Also das ist dann schon safe. Aber die aktuellen Sachen, die sind nur auf meinem RAID aktuell. So. Also wenn hier das Büro abbrennt, habe ich ein Problem. Ja, ich habe die aktuellen Sachen eigentlich immer noch mal auf meinem Computer. Ja, genau. Also die aktuellen, wie gesagt, bei mir auch auf der Cloud noch oder so. Ja. Deswegen verloren sind sie nicht. Und sollte jetzt hier das Büro abbrennen, dann gibt es immer noch Backups bei Agenturen, bei Kunden, bei vielleicht auch Digis, die noch Backups von meinen Shootings bei sich haben. Ja. So.
Ja, und ich liefere meine Bilder dann auch immer mit PickDrop aus und dort ist ja auch alles nochmal Ja. gebackt. Nur die finalen Versionen natürlich, Mhm. nicht die RAWs. Aber das ist trotzdem auch nochmal was, wo ich weiß, neben der Dropbox, neben dem Server, neben meinem Computer Mhm. sind da auch nochmal die wichtigsten finalen Ergebnisse hochgeladen. Ja, man sollte das Thema Datensicherheit nicht unterschätzen. Also ich kenne so viele Menschen, die weder Informatik affin sind oder Technik interessiert, die alles auf ihrem Laptop haben, keine Backups haben, ihre kompletten iPhones noch nie gebackupt haben und dann irgendwann der Moment kommt, dass das iPhone geklaut wird und keines der Bilder, die man seit 3 Jahren auf dem iPhone hat, ist in der Cloud, ist irgendwo gebackupt. Und das ist so ein emotional Schaden, den man davon trägt, Ja. den kann man umgehen. Und viele Menschen nehmen das aber nicht ernst. So, ich habe ja diese Informatiker-Erfahrung, ich habe ja eine Informatikausbildung gemacht, deswegen ist es bei mir auch nochmal ein bisschen extremer mit solchen Sachen wie Computer und Ordner und Struktur und Backup und so weiter, weil ich das natürlich auch als Beruf mal gelernt habe. Aber auch wenn man nur Hobbyfotografin ist oder nicht mal sich Fotografin nennt, aber mit dem iPhone viele Bilder fotografiert, auch dann macht irgendwelche Backups, Leute, weil Yes. Bilder verlieren ist so ein Pain und es Ja. ist so, so schade. Ich habe einmal mein iPhone verloren und habe irgendwie einen Monat Urlaub, weil es mir in Kapstadt geklaut wurde. Einen Monat Bilder nicht mehr da. Und es ist immer noch, ich erinnere mich immer noch daran, dass es Das ist einfach immer noch ein scheiße Loch in ist. deinem Ja, es ist Herz. einfach, und wenn man das umgehen kann, dann ist es so einfach heutzutage, seine Daten irgendwo abzuspeichern und irgendwo in den Schrank zu legen oder sowas. Und das, Ich das finde, ist es das ist ein wert. richtig gutes Schlusswort. Ja, Eine Motivation, mal seine Sachen zu backuppen, auch wenn es ja. nur das iPhone ist. Auch wenn Weil, man eine Kamera immer dabei hat und ein Jahr lang die SD-Karte nicht aus seiner Kamera holt, machen auch viele, die ja, dann auf JPEG schießen nur. Da passt dann viel drauf. Aber wenn diese Kamera gestohlen wird oder die Karte weg ist, dann sind alle Bilder weg, weil die Leute manchmal zu faul sind, sie auf ihren Computer zu speichern. Und das macht es. Macht es, macht es, macht es. Es hilft. Ja, ja, das ist so ein Punkt, dann lieber aus den Fehlern anderer lernen, bevor man ja, den Fehler selber macht. ja. Das kann man wirklich gut umgehen. Kann man halt vor allem immer relativ gut nebenbei machen. Man muss ja jetzt nicht Ja. die ganze Zeit Oder einmal zugucken, im wie es Jahr, einmal im backupt. Monat, wann auch immer, aber ja, einfach mal machen. Ja, während man gerade seine Buchhaltung macht, vielleicht parallel das Backup durchlaufen lassen. Ja. Das ist supi. Oder zumindest das MacBook oder das Laptop, was man hat, mit einer Backup-Software Du einmal im sagst Monat. immer das Laptop. Das Ja, sage ich zum was Beispiel sagst du nicht. denn? Der Laptop, Der oder? Laptop? Ich glaube Sag ja. das. Okay, das war das Schlusswort. Ja, Geht an eure Handys und an eure Kameras und an eure Computer und backupt eure Daten. das ist super. Tschüss. Tschüss.